In meinen Studien haben wir sogenannte Feldexperimente, also Studien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Opernhäusern durchgeführt. In diesen Studien haben wir mehrheitlich Spendenbriefe in Zusammenarbeit mit diesen Organisationen an potenzielle Spender, meistens die Personen, die sonst in die Oper gehen, verschickt. Und wie diese Spendenbriefe verfasst sind, spielt eine extrem wichtige Rolle dafür, wie viel die Leute spenden. Auch wenn es im Prinzip sich um die genau gleiche Organisation und den gleichen Spendenzweck handelt, ist es so, dass die Personen viel mehr oder viel weniger spenden, je nachdem, wie der Brief gestaltet ist. Zum Beispiel in einer Studie haben wir diese Abänderung so vorgenommen, dass kleine Einfügungen in den Brief vorgenommen worden sind. Speziell an 7 Stellen wurden kleine Wörter hinzugefügt, so etwas wie in diesem Jahr, jedes Jahr aufs Neue. Also in dem Spendenbrief, der auf die Langfristigkeit des Projekts hingewiesen hat, war das Sammlungsergebnis insgesamt in etwa nur 60% des Sammlungsergebnisses der Kontrollgruppe. Aus der ökonomischen Perspektive sagen wir im Prinzip, dass die Spenden in verschiedenen Zeitpunkten, das heißt heute und in einem Jahr, wahrscheinlich Substitute sind. Das heißt, dass sie die Spende heute und Spende morgen als sehr ähnlich betrachten und in etwa gleich bewerten. Dann geben sie heute weniger und planen im nächsten Jahr eben nochmal diese Spende zu tätigen. Insbesondere denke ich, dass es so funktioniert, weil es nicht weniger Personen gespendet haben. Das heißt, es ist relativ klar, dass die Leute ja nicht dadurch abgeschreckt worden sind. Ja, das ist es nicht so, oh Gott, die Spendenanfrage kommt nächstes Jahr, besser spende ich heute nicht, sondern die haben einfach langfristige Planung gemacht. Der Sinn unserer Zusammenarbeit mit verschiedenen Spendenorganisationen ist ja nicht nur das Futtern der ökonomischen Theorie, sondern tatsächlich wollen wir, dass für die Organisationen auch tatsächliches Wissen daraus entsteht und dass sie vielleicht deren Spendenkampagnen in der Zukunft verbessern können, um dann auch ein besseres Spendenergebnis zu erzielen.